What if you had a German tutor at your disposal 24/7? A German tutor that is as patient as anyone can ever be and that points out your mistakes in a way that you have to think first and learn from your own mistakes before he or she gives away the correct answer. And what if that German tutor would cost you only $40 once? Not per hour, not per week, once, for years to come. Too good to be true, right? Wrong. Let me introduce to you the future of German learning in a couple of seconds. May I introduce to you the German tutor of the future, not Ganesha, but Alexa. Let me show you what Alexa can do and why I think she's the future. Ich bin mir leider nicht sicher. I'm pretty sure about that. When a very motivated German learner, Tony, wrote to me that he had created a very simple Amazon skill that would help learners with their preaching, I was fascinated by the idea. Over the last couple of months, we worked closely together to optimize this skill that I will present to you in a couple of minutes. And when I heard the last update, I fell in love with this device and with Tony's work. It's just outstanding what is possible despite the limitations of such a tool. Let me quickly give you an insight into what I mean with preaching. Preaching is basically a pattern drill. So you drill grammatical patterns. You drill grammatical patterns, so that you can use them in real life without having to think about grammar and cases and genders, all these things. Now, this technique in my course usually requires you to record yourself at least every now and then listen to it to learn to distinguish where you still struggle and what is already mastered. And it's quite a lot of work, but it's totally worth it. Now with this tool, with this skill, this process will become significantly easier and more efficient. So for $40 once, you have what you will experience now at your disposal 24/7, whenever you feel like it. And it is so precise that, I'm blown away. Now, let me show you a couple of things. I will comment on a few glitches that you might notice afterwards. Enjoy the show. Alexa, starte smarterGerman. Willkommen bei smarterGerman. Ich bin hier, um dir mit deinem Deutsch zu helfen. Lass uns ein wenig unterhalten. Welcome to smarterGerman. I am here to help you with your German. Let's have a little conversation. Beginnen wir mit Lektion 1.1. Du hörst jetzt ein Beispiel Preaching mit dem Trigger Auto. Bist du bereit? 3, 2, 1. Ich sehe ein Auto. Mitsehen. Los geht's. Nächster Trigger, Handy. Ich sehe ein Handy. Das ist richtig. Nächster Trigger, Boden. Nochmal. Trigger ist Boden. Du bist dran. Hilfe. Sprich mir nach. Ich sehe einen Boden. Ich sehe einen Boden. Prima. Nächster Trigger, Spülmaschine. Ich sehe einen Spülmaschine. Ich sehe einen Spülmaschine gehört. Es tut mir leid, aber der Artikel einen ist nicht richtig. Versuch's noch einmal. Alexa, gehe zu Lektion 2. Du bist in Lektion 2. Du hörst jetzt ein Beispiel Preaching mit dem Trigger Regal. Bist du bereit? 3, 2, 1. Ich sehe ein kleines Regal. Mit sehen, haben und klein, groß. Los geht's.
Nächster Trigger, Regal. Ich habe ein großes Regal. Das ist richtig. Nächster Trigger, Tasse. Überspringen. Überspringen. Nächster Trigger, Lampe. Gehe zu Lektion 3. Du bist in Lektion 3. Los geht's. Nächster Trigger, Geschirrspüler. Kaufst du einen kleinen Geschirrspüler? Ich habe kaufst du einen kleinen Geschirrspüler gehört. Tut mir leid, aber das Adjektiv kleinen ist nicht erforderlich. Versuch's noch einmal. Kaufst du einen Geschirrspüler? Okay. Kaufst du einen kleinen Geschirrspüler? Ich kaufe keinen kleinen Geschirrspüler. Jetzt bin ich dran. Kaufst du einen Geschirrspüler? Kaufst du einen kleinen Geschirrspüler? Ich kaufe keinen kleinen Geschirrspüler. Öffne Lektion 5. Du bist in Lektion 5. Du hörst jetzt ein Beispiel Preaching. Bist du bereit? 3, 2, 1. Liebst du mich? Ich liebe dich nicht. Liebe ich dich? Du liebst mich nicht. Mit Lieben. Los geht's. Liebst du mich? Ich liebe dich nicht. Liebe ich dich? Du liebst mich nicht. Öffne Lektion 6. Nächster Trigger, Auto. Siehst du ein sauberes Auto? Ich sehe kein sauberes Auto. Warum siehst du kein sauberes Auto? Ich habe, warum siehst du kein sauberes Auto, gehört. Es tut mir leid, aber der Artikel, keinen, ist nicht richtig. Versuch's noch einmal. Warum siehst du kein sauberes Auto? Weil ich kein sauberes Auto sehe. Du bist in Lektion 9. Nächster Trigger, Brille. Kannst du meine saubere Brille sehen? Ich kann deine saubere Brille nicht sehen. Warum kannst du meine saubere Brille nicht sehen? Weil ich deine saubere Brille nicht sehen kann. Musst du mein neues Make-up kaufen? Ich muss dein neues Make-up nicht kaufen. Ich muss dein neues Make-up nicht kaufen, gehört. Es tut mir leid, aber das Verb musst ist nicht richtig. Versuch's noch einmal. Ich muss dein neues Make-up nicht kaufen. Warum musst du mein neues Make-up nicht kaufen? Weil ich dein neues Make-up nicht kaufen muss. Das ist richtig. Du bist in Lektion 10. Siehst du das seltsame Zeichen? Welches seltsame Zeichen? Das da drüben. Korrekt. Siehst du das alte Zeichen? Welches alte Zeichen? Das da drüben. Du bist in Lektion 12. Nächster Trigger, Stange Lauch, mit Verb schneiden und Adjektiv lang. Hast du eine lange Stange Lauch geschnitten? Ich habe keine lange Stange Lauch geschnitten. Warum hast du keine lange Stange Lauch geschnitten? Weil ich keine lange Stange Lauch geschnitten habe. Du bist in Lektion 15. Nächster Trigger, Furz, mit Verb riechen und Adjektiv alt. Hast du seinen alten Pfurz gerochen? Ich habe seinen alten Pfurz nicht gerochen. Warum hast du seinen alten Pfurz nicht gerochen? Weil ich seinen alten Pfurz nicht gerochen habe. Alexa, vielen Dank. Bitte, gern geschehen. The fantastic thing is, you might have heard that Alexa at times misheard ein and einen, and that I also spoke in very normal German, normal speed German. Yeah, so when I speak, hast du einen Hund gesehen? I don't say einen, but she got that. She actually learns from you. We will expand Alexa's range as we proceed. Of course, it's still very limited, but with
the preaching in front of you, with the triggers in front of you, this is a wonderful opportunity to really practice and to have a little bit of a feeling of interactivity, which when you do it on your own and record yourself is of course missing. Give this a shot. Even if you don't like Amazon, or if you are afraid of that thing listening into your conspiracy meetings, just unplug it when you don't want her to be in the background. And just use her for your German preaching practice. Now, German learners, get out there, get that thing, get the Smarter German Everyday German online course and start preaching. By the way, those who don't want to buy the course right away, you find a PDF with this video in which you find the first 10 lessons, the triggers of the first 10 lessons, and with a link to the preaching technique where I explain it for free, so you can test it in all calm and just experience the power of beautiful teaching and of making use of such powerful devices. I wish you success, I wish you fun with your German learning. Pass auf dich auf and hope to see you soon. Take care.